Ja, das ist wieder Musculus. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit dem Titel Therapie mit Givinostat. Der Spezialist, der heute zu uns spricht, heißt Manuel Püringer und kommt aus dem Kepler Universitätsklinikum in Linz. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Brix. Lieber Herr Doktor, gleich zur ersten Frage, wie immer. Seit wann ist denn die Therapie mit Givinostat zur Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie in Österreich zugelassen? Wo genau setzt diese Therapie an und wie ist ihr Wirkmechanismus? Givinostat ist seit August 2025 in Österreich erhältlich und der Wirkmechanismus ist dabei sehr komplex. Es handelt sich hierbei um einen HDAC-Inhibitor. Kurz zur Erklärung, HDACs sind Histon-Deacetylasen, das sind Enzyme, die bei der Genaktivierung eine wichtige Rolle spielen, wobei die HDACs eben einen hemmenden Faktor haben. Und wenn man diese HDACs eben im Fall der Muskeldystrophie Duchenne mit Givinostat hemmt, dann führt das dazu, dass es zu einer besseren Muskelregeneration kommt, dass die Fetteinlagerungen in der Muskulatur weniger werden, sowie auch die Fibrosierung, also die Umwandlung der Muskulatur in Bindegewebe. Und das führt dazu, dass die Erkrankung positiv beeinflusst wird. Auch an Sie die Bitte, ob Sie uns die Wirkungsweise für uns Laien vielleicht noch etwas vereinfacht erklären können. Also der Wirkmechanismus ein bisschen einfacher erklärt ist, dass es dazu führt, dass in der Muskulatur die Entzündungsreaktion weniger wird, ähnlich auch wie bei der uns bekannten Cortisontherapie und eben der Muskel sich im Verlauf der Erkrankung weniger umbaut. Wem steht denn diese Therapie zur Verfügung und wie wird sie verabreicht? Givinostat ist zugelassen für Patienten mit Muskeldystrophie Duchenne ab 6 Jahren in Kombination mit einer Cortisontherapie und bei erhaltener Gehfähigkeit. Und es wird in Form einer oralen Suspension, also in Saftform, 2-mal täglich verabreicht. Sie haben gesagt, ab 6 Jahren. Warum ab 6? Weil die Zulassungsstudien ab 6 Jahren durchgeführt wurden und das Medikament an jüngeren Kindern nicht erprobt wurde. Bisher wird den Duchenne-PatientInnen vor allem Cortison verabreicht. Ersetzt jetzt Givinostat das Cortison, beziehungsweise wenn dem nicht so ist, wo ist denn da der zusätzliche Benefit für die PatientInnen? Also ersetzt die Therapie mit dem Cortison auf keinen Fall. Auch die Zulassung ist nur in Kombination mit einem Cortisonpräparat und es soll eben durch die zusätzlichen Wirkungen an der Muskulatur noch einen weiteren Benefit bringen. Gibt es Nebenwirkungen? Ja, es gibt Nebenwirkungen. 3 Nebenwirkungen sind vor allem zu nennen. Das ist einerseits eine Thrombozytopenie, das heißt eine Verminderung der Blutplättchen. Als zweites eine Hypertriglyceridämie, das heißt eine Erhöhung der Blutfette. Und als drittes wären vor allem gastrointestinale Beschwerden zu nennen, wie Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall. Wie geht man denn mit diesen Nebenwirkungen jetzt konkret um, beziehungsweise was sind die Auswirkungen? Die Auswirkungen sind für den Patienten vor allem, dass man das natürlich regelmäßig monitoren muss. Das heißt, regelmäßige Blutabnahmen durchgeführt werden sollen, zu Beginn alle 2 Wochen und dann längerfristig alle 3 Monate, um eben diese Nebenwirkungen frühzeitig zu erkennen und dann gegebenenfalls reagieren zu können im Sinne einer Dosisreduktion von Givinostat. Welchen Stellenwert hat denn das begleitende Monitoring der PatientInnen? Das begleitende Monitoring unter der Therapie ist unumgänglich. Einerseits, weil die Therapie eben noch sehr neu und sehr jung ist und natürlich, um gegebenenfalls die Nebenwirkungen frühzeitig zu erkennen und darauf reagieren zu können. Wie ist die Prognose für die motorische Entwicklung der Duchenne-Patienten und Patientinnen, die Givinostat erhalten? Was sind da Ihre Beobachtungen? Also zu der längerfristigen Prognose gibt es leider noch keine Daten, aber man kann sagen, zur kurzfristigen Prognose hat man eine Zulassungsstudie durchgeführt an knapp 200 Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie und da konnte über 72 Wochen gezeigt werden, dass sich die motorischen Funktionen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe verbessert haben. Wir hoffen längerfristig, dass wir durch die Therapie mit Givinostat die Gehfähigkeit länger erhalten können und das hätte dann auch einen positiven Einfluss auf die Erkrankung an sich. Welche Therapieoptionen stehen Duchenne-Patienten und Patientinnen
derzeit noch zur Verfügung? Zusätzlich zu den bereits schon genannten Therapieoptionen sind natürlich einige Therapien in Erforschung und auch in manchen Ländern mittlerweile schon zugelassen. Wichtig ist aber für mich ganz klar nochmal zu betonen, dass auch die Standards of Care nicht vernachlässigt werden dürfen, dass man regelmäßige Therapien macht, dass man zu regelmäßigen Kontrollen geht. Das ist wirklich unumgänglich. Und wieder einmal die Frage nach der Früherkennung. Wie wichtig ist die? Also die Früherkennung ist ebenso wichtig wie die Therapien, weil nur wenn man eine Erkrankung frühzeitig erkennt, kann man sie auch frühzeitig therapieren. Das heißt, es ist sehr wichtig, auch Awareness zu schaffen, regelmäßige Mutter-Kind-Pass-Kontrollen und wenn da etwas auffällig sein sollte, dann unbedingt weitere Schritte einleiten. Wie schaut es denn mit der Aufklärung der Kinderärzte und Ärztinnen aus? Eine neuronale Muskelerkrankung ist ja sicherlich nicht so einfach zu erkennen. Wir versuchen da am Universitätsklinikum natürlich schon sehr, sehr früh anzusetzen. Wir versuchen in unseren Vorlesungen und den Seminaren die Studenten schon sehr früh zu sensibilisieren und zu schulen, wie sozusagen sie im Falle einer motorischen Entwicklungsverzögerung gerade bei jungen Burschen reagieren sollen. Dann sage ich nur noch Danke für die geduldigen Antworten auf all meine Fragen und freue mich auf ein Wiedersehen und alles Gute nach Linz. Vielen Dank. So, das war die Folge Musculus zum Thema Therapie mit Givinostat. Wenn Sie mehr Fragen haben, schauen Sie doch auf unsere Homepage. Die Internetadresse finden Sie in der Infobox www.muskelforschung.at. Schenken Sie uns ein Gefällt mir, abonnieren Sie unseren Kanal, aber vor allem denken Sie dran, Wissen hilft.